So, willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir können mal eben schauen. Ja, das ist auch so ein Trick. Manchmal sind die Texturen etwas sehr verwaschen dann und dann wird es auf einmal besser, wenn man so, wir steigen mal eben kurz aus, denn wir wollen ja die und jetzt geht nämlich eine große Spaßlose. Mal gucken, angeblich, also am Release immer noch keine Stimmen vorhanden von den guten Fahrgästen. Bin ich mal gespannt. Steht aber auch ein bisschen. Mahlzeit, bitte sehr. Aha, ja, da haben wir ihn. Wen haben wir denn da? Wie heißt der du? Etienne Eichhorn. So, der möchte jetzt nach Stuttgart, das ist richtig. Da haben wir ihn auch. Dann machen wir hier. Okay, das geht nicht. Doch, geht schon. Vielen Dank. Verschwinden jetzt gleich. Wir steigen auf den Mahlzeit, ist das gültig? Sieht gut aus. Raphael, den haben wir auch. Dankeschön. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Nach Paderborn. Nee, tut mir leid. Aber... Ja. Ciao, das Ticket, bitteschön. So. Lunis. Ja, die haben alle so geile Namen. Ciao. Ja, Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? aber sicher. So, wir wollen nach Stuttgart. Hammer. Vielen Dank. Bitteschön. Was haben wir hier für eine... Guten Tag, fahren Sie in meine Richtung? Das ist richtig. Jessica Heilmann. Die haben wir auch hier drauf. Sehr freundlich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt einen Unterschied macht, ob ich einfach auf den grünen Pfeil unten klicke zum Bestätigen. Guten oder ob Tag, ich kann ich oben bei Ihnen ein wirklich Ticket kaufen? checken muss. Aber sicher. Ich habe auch den Eindruck, dass nach dem Patch jetzt tatsächlich ein bisschen mehr los ist. Vorher standen hier so 5, 6 Leute rum. Ciao. Hallo, hier ist mein Ticket. Italienischer Ursprung hier. So, Damon Meyer. Mr. Meyer. So, da haben wir. Danke. Bitteschön. Hallo, hier, mein Ticket. Fight-Handy. Danke. Schenken wir natürlich auch mal. Mahlzeit, ist das gültig? Nach Berlin. Nee, Oh ist doch- Mann. Ja, Mahlzeit, ist das gültig? das ist richtig. Dankeschön. Moin, das Ticket, bitteschön. Sehr freundlich. Ist gut. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke sehr. So, du Ich habe wohl meinen Bus. Ja. Du, so, jetzt dürfen wir natürlich gewisse Dinge. Wir steigen ein. Und wir dürfen jetzt hier nicht vergessen, WLAN, PC und so weiter einzuschalten. Alles klar, Klimaanlage steht auf 21. Passt. Tür mal gleich zu. So, den. Na? Komm schon. Ach so, Moment, nee, ich hatte die Maus noch festgestellt. War kein Ruckler, so. Hier den lustigen Bildschirm haben wir natürlich auch. Nicht nur für pornografische Inhalte geeignet, nein, sondern auch für die Ankunft. So, bevor wir jetzt losfahren, jetzt kommt ein Highlight. Müsst ihr euch ein Gänze geben. Kommt ja nicht drum rum. Aber muss sein, weil wir haben natürlich noch eine Ansage, die abgespielt werden muss. Und da wünsche ich jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer
unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, und das Ganze jetzt nochmal auf Spanisch. Buenos dias, el cliente. Ja, so, das ist eine relativ lange Ansage. Das ist leider auch die einzige Ansage bislang, aber das hat ja schon ein bisschen was mit Immersion dann auch zu tun. Was die Kennzeichen angeht, nicht wundern, die sind halt irgendwie total wahllos. Das ist jetzt also nicht, dass in Köln tatsächlich auch Kölner Polizei patrouilliert, sondern die kommen dann ganz gerne mal aus Erfurt oder so. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber könnte man vielleicht auch irgendwann mal ändern. Den Verkehr hatte ich eigentlich damals runtergedreht, ist jetzt so ein bisschen stauig hier in Köln, was jetzt aber auch nicht unrealistisch ist, weil Köln mal als große Großstadt, als Metropole, glaube ich, dann auch schon gilt, mit über 1 Million Einwohner. Natürlich verkehrstechnisch dann auch nicht immer ganz so geil ist. So, jetzt fahren wir hier Freunde der Sonne. Da komme ich jetzt gerade nochmal zu etwas, was ich auch sehr, sehr geil finde von der Idee her und auch schon 1-2 Mal auf die Teile Genuss kommt, das zu erleben auf den bisherigen Fahrten. Und zwar sind das die sogenannten Events. Mit diesen Events hat es ja im Grunde Folgendes auf sich: Stau, Verkehrskontrollen, Vollsperrungen zum Teil. Also da hat man versucht, wirklich Realismus auch ein bisschen mit reinzubringen und natürlich auch Abwechslung und nicht einfach nur von A nach B fahren. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich mir, um mal jetzt den unbeliebten Vergleich zum Euro-Truck-Simulator zu ziehen, im Euro-Truck-Simulator echt gewünscht hätte, wo das schaffen war. Entschuldigung. Und das haben die hier implementiert, das ist eine ganz coole Sache geworden. Und mit den Staus, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht ganz so extrem erlebt auf der Autobahn. Da werden wir gleich nochmal zukommen, weil das Autobahnerlebnis an sich ist auch immer... Ja, da müssen wir ein bisschen an der KI schrauben, aber das geht halt auch schon. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Probleme, dass ich, ob mit oder ohne Aufnahme, üble FPS-Drops bekomme, wenn wir gleich auf den Zubringern zur Autobahn sind. Da fängt es auch einmal erstmal ein bisschen an zu ruckeln. Gerade auf den Auf- und Abfahrten. Das ist... Warum, weiß ich nicht. Und ob es jetzt noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das ist jetzt die gepatchte Version. Der erste Patch. Vielleicht haben sie da schon ein bisschen was geändert, kann ich nicht sagen.
ja schon ausgelassen. Ein Punkt, der mir heute aufgefallen ist, und das ist mir auch im Vorfeld schon aufgefallen, was man vielleicht hätte besser machen können, weil dieses Spiel, und das möchte ich wirklich nochmal sagen, hat für mich als Simulationsfan und der jetzt auch Busse und LKWs lieben gelernt hat, echt riesiges Potenzial. Also das ist schon eigentlich ein geiles Ding. Ne? Und ich glaube auch, wenn die Modding-Szene da Hand anlegen kann demnächst, da wird schon echt viel rauszuholen sein. Aber wie gesagt, erstmal müssen die Basics halt abgeschaffen werden. Ja, ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, ist, ich habe die beiden Videos, ich habe jetzt nur 2 gefunden von Gronk, der sich ja auch damit beschäftigt hat, als großer YouTuber. Der das Ganze so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich fand die Videos scheiße, die er da gemacht hat. Das hat folgenden Hintergrund. Das Spiel, natürlich, klar, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, habe ich jetzt ausführlich gehört, brauche ich ihn auf Hinweis. Ja, ich fand es halt ein bisschen blöd, dass er sich halt in keinster Weise auch damit beschäftigt hat. Aber das wiederum ist halt der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Als Kunde, der sich damit nicht großartig auseinandersetzt, sondern der das Spiel kauft und auf der Packung gewisse Dinge sieht und liest und die dann haben will, der wird sich vielleicht dann ähnlich verhalten, wie Gronk das in den beiden Videos getan hat. Der wird sich gar nicht großartig mit dem Simulator auseinandersetzen. Der wird gar nicht erst versuchen, seinen Controller da anzuschließen. Der wird gar nicht erst versuchen, in irgendeiner Form herauszufinden, warum hier diese Straßen gesperrt sind, warum ich gewisse Dinge vorab machen muss im Fernbus-Simulator, damit sie funktionieren. Damit zum Beispiel Fahrgäste zusteigen, dass ich meinen Zielanzeiger vorne anschalten muss mit Z. Ja? Dass ich natürlich überhaupt auch erstmal eine entsprechende Fahrt ausgewählt haben muss. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Handbuch lässt einen in vielen, vielen Dingen schon ein bisschen im Stich, fand ich. Und da waren diese Videos von Gronk, ohne ihm jetzt persönlich was zu wollen, um Gottes Willen, aber die waren halt so sinnbildlich für das, was ich mir gedacht habe, für Leute, die sich nicht im Vorfeld mit diesem Programm, mit dieser Simulation beschäftigt haben. Wie diese Personen dann darauf reagieren können und das ist gut. Und dann vielleicht auch TML in Zukunft keine Chance mehr geben. Oder solche Programme an sich erstmal keine Chance mehr geben. Das ist sehr, sehr schade. Was ich auch zum Teil sehr schade finde, ist halt einfach so eine unkritische Begleitung vieler Leute auf YouTube. Zum Teil auch Twitch. Ich habe am Release-Tag oder einen Tag später, weiß ich jetzt gerade gar nicht, hatte einer im TML-Forum entsprechend mitgeteilt, dass er kurz streamen wird und auch ein paar Punkte ansprechen möchte. Und hat das relativ sachlich auch getan. Hat im Forum erstmal viel Kritik einstecken müssen, wie die meisten Kritiker. Und das ist in den Entwicklerforen ja meistens so. Stellvertretend dafür, dass man sich ab und zu mal bei Aerosoft umgucken. Da werden selbst die Leute, die fundierte, konstruktive Kritik bringen, ganz gerne mal niedergebrüllt. Mach's doch besser. Und all diese üblichen Spasti-Argumente. Man muss gar nichts besser machen. Wenn man ein Produkt kauft, kann man erwarten, dass es funktioniert. Naja, insgesamt in der YouTube-Szene fand ich halt ein bisschen erschreckend, dass die Fehler gar nicht großartig angesprochen worden sind. Und dass man gesagt hat, so, ja, komm hier, nach dem Motto, ein Hotfix und dann ist das Spiel im Grunde das, was es versprochen hatte. Und es wird natürlich irgendwann klar, warum das so ist. Ne? Die Leute verdienen natürlich, also gerade bei den größeren YouTubern ist es ja immer so, dass sie halt ihre Affiliate-Links haben und die verdienen natürlich auch gut daran. Wollen sich mit den Publishern dann nicht unbedingt in die Köpfe kriegen, weil dann kriegt man auf der nächsten Gamescom vielleicht nicht unbedingt die Pre-Releases da irgendwie zu sehen
er sagt, okay, ich glaube, ich muss hier rüber. Das sage ich auch ganz gerne, ich muss hier rüber. Man begleitet so eine Sache kritisch, aber eben auch vernünftig. Also jetzt nicht einfach nur schön, Schrott wie Scheiße, sondern man sagt eben, okay, pass auf Leute, das sind Dinge, die spreche ich jetzt an und das Recht habe ich als Kunde. Das kann mir ja niemand verwehren. Ne? Ich meine, ich kann sagen, dass ich folgende Sachen eben kritisiere und dergleichen. Ich tue es ja jetzt auch gerade. Genauso gut habe ich das Recht, natürlich dieses Spiel in den Himmel zu loben und zu sagen, kaufen. Oder kaufen, einfach kaufen. Am besten hier noch über meine Affiliate-Link. Ist bei ganz vielen Sachen so, ist vielleicht auch eine generelle Kritik an vielen YouTubern und Let's Playern. Führt jetzt hier auch zu weit. Führt einfach zu weit. Aber ich wollte es generell mal nicht einfach so stehen lassen. Weil ich es manchmal schwierig finde. Ich persönlich zum Beispiel sage ganz offen und ehrlich, ich hätte es letzte Woche auf gar keinen Fall zum Kaufen empfohlen. Hätte ich gesagt, wartet lieber noch 2-3 Monate, bis das behoben ist, das Gröbste behoben ist. Ich habe nicht ganz ohne Grund lange damit gehadert und gezögert, sage ich jetzt mal, hier ein Test- oder Review-Video zu machen. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Bitte. Das ist ja die entschuldige Schärfe. Ja, ich komme hier an dem Hausgelände. Irgendwie treffe ich hier mal den Bürgersteig. Es ist mittlerweile, ihr seht's ja, es ist okay. Also, ich bleibe dabei, es ist immerhin noch nicht die 30 Euro wert, die da verlangt werden. Also, ja, nee, würde ich jetzt gerade nicht so unbedingt für ausgeben wollen. Ich hätte es als Early Access Version für 15 Euro hätte ich es gnadenlos weiterempfohlen. Ich kann jetzt einfach nur sagen, ich hoffe auf weitere Patches. Ich werde dieses Projekt hier auch noch ein bisschen begleiten. Das habe ich mir vorgenommen und durchaus auch noch kritisch begleiten. Wie gesagt, ihr dürft bei mir jetzt keine High-End-Grafik erwarten. Dafür ist mein Rechner momentan nicht ausgelegt. Er ist immer noch gut, aber nicht mehr der beste. Und ich finde auch so sieht es grafisch eigentlich schon ganz ordentlich aus. Ne? Ich glaube, ich bin ein bisschen schnell gerade. So, ja, mit dem Tacho, das war auch so eine Geschichte, da muss ich ein bisschen dran arbeiten, dass ich den vernünftig auslegen kann. So, jetzt können wir hier schon 100 pflastern. Man sieht, jetzt brechen gerade die FPS so ein bisschen ein. Aber das gibt sich auch gleich wieder. Also das sind immer an bestimmten Stücken hier in Köln, habe ich festgestellt, passiert das, wenn ich von Essen auf die Autobahn fahre, auf so einem Zuringerstück, da ist es auch mal ganz kurz, dass es da noch recht ruckelig wird. Aber da habe ich schon mit Runterdrehen der Eigenschaften von die Regel auch nicht so viel. Und jetzt, ja gut, mit der Aufnahme zusammen ist es nochmal ein bisschen. Können Sie auch geradeaus fahren? Ja, das ist schwierig gerade. Rasseln und lenken, ja, muss ich jetzt den Fehler, den kann ich. Ja, wie gesagt, auf diesem Stück hier. Nachher geht es dann wieder auf den Zwischenstücken. Das ist ein bisschen, also zumindest ohne Aufnahme. Ja, das wird dann nichts mehr mit dem Date. Was denn? So, genau. So schnell hier. Was man übrigens auch noch machen kann, ist sich natürlich die Seitenspiegel entsprechend einstellen. Das geht dann nochmal über so ein extra, ich glaube mit Tab, kann ich das nochmal zeigen. Dann hat man auch unten nochmal so eine Menübar. Das habe ich alles rausgenommen, bis auf das Navi, weil das Navi da unten kann ich echt nicht lesen. Also nicht das, was jetzt da groß ist, das sehe ich natürlich schon. Sondern das... Ich verpasse meinen Termin wegen Ihnen. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Das ist nass, Fräulein. Das ist nass. Und das ruckelt.
Ja, sowieso einen bescheuerten... Ja, sehr gut. Aber ich habe das dann gemacht wie im ETS, dass ich diese Hilfsspiegel ausgeschaltet habe, was nicht immer so zum Wohle aller Fahrgäste ist, wie ich festgestellt habe. Lass mich rein. Ja, das ist halt auch noch ein Problem auf den Autobahnen. Das ist auch Kinder, das ist nicht gut dabei. Dieses Abbremsen auf den Auffahrten und so weiter, das ist eine Sache, die kann man natürlich ausquetschen. Einstellen. Weil ich finde, je nach Strecke ist das manchmal noch ein bisschen happig. Ich glaube, wenn ich die Grafikdetails noch ein bisschen runterdrehen würde, könnte ich noch ein paar FPS rauskitzeln. Aber wie gesagt, allein durch die Aufnahme bedingt. Habe ich schon ein bisschen runtergeregelt. Und an der KI selber, ich glaube, da arbeiten die so noch dran. Oh, Schaukel, die Straßen sind nicht so geil hier. Das ist ja zu schnell. Ich gehe mal präventiv mit dem schon mal über ein bisschen Pedal hier. Ja, also die Fahrgäste beschweren sich jetzt auch, diese ganzen Sounds waren zum Beispiel, Untertitel waren auch gar nicht drin bis gestern. Also das war einfach nicht da. Also Untertitel zum Teil, manchmal auch in fremden Zungen, also sprich auf Englisch. Manchmal sind die nur kurz aufgeploppt und ja. Halt alles Dinge, die noch nicht da waren. Daher bin ich jetzt schon mal glücklich. Wow, was war das denn? Wow, Leute! Ja, okay, also falls ihr das seht, liebe TML-Studios, zwischen Köln und Stuttgart hier auf dem Stück, biegen die Leute einfach mal rechts ab und verschwinden. Oh, ist ja nicht so cool. Ab und zu passiert es auch noch, das habt ihr jetzt gerade vielleicht im Spiegel gesehen oben, dass Stücke, ja, ich weiß gar nicht, sind das Splines oder wie sich das schimpft? Ich kenne das vom Umsehen her. Dass da Straßenstücke fehlen. Manchmal ist es auch so, wenn man in die Städte fährt, dass dann plötzlich fährt man irgendwie 300 Meter gefühlt über Land, also über Acker, über Wiese und dann geht die Straße weiter. Geht da manchmal ein bisschen schwach nach. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es ein Fehler an sich ist oder ob es an meinem Rechner liegt. Will ich jetzt gar nicht, kann ich mal unbedingt auf das Programm schieben. Vegetation habe ich halt auch runtergestellt. Das sind alles so Faktoren, die mir sonst einfach nur Leistung hier wegnehmen. Warte mal hier, da schauen wir mal einer hier. Polizeikontrolle oder Unfall? Ja. Also solche Sachen passieren halt regelmäßig. Ne? Ich musste letztens auch zur Polizeikontrolle. Habe ich Licht angehabt. Also hier Scherze wird da geprüft. Ist halt auch nur so ein kurzes Event, was da abläuft. Aber es ist halt ganz nett, weil das lockert die Sache auf. Genau, die Baustellen. Eine Vollsperrung hatte ich jetzt noch nicht. Habe ich nur in den Beta-Videos gesehen, dass es sowas gibt. Da muss man sich halt überlegen auf der Karte, apropos, die kann ich mal eben kurz zeigen, wie geht's weiter, ne? Da müsste ich jetzt halt hier eine Ausfallgeschichte nehmen. Was ganz gut ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt hier, und das darf ich nachher nicht verpassen, über Frankfurt fahren. Also wir halten dort ja nicht, wir haben ja die Expressroute nach Stuttgart, das sehen wir hier an dem H. Ansonsten, wenn wir jetzt zum Beispiel in Frankfurt Airport halten würden, wäre dort auch nochmal ein H. Wir fahren hier rüber und fahren dann hinterher an Darmstadt vorbei. Und überall, wo diese Ps sind, das sind Rastplätze. Wir haben zwar auf dem Weg relativ viele Tankstellen, aber, wie man jetzt hier schon sieht, auf der gesamten Strecke zum Beispiel von Köln Richtung Frankfurt keinen einzigen Rastplatz. Die sind
sehr rar gesät. Wie man hier sieht. Also teilweise gibt es sie auf manchen Strecken gar nicht. Das ist scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Weil, wenn ich in verschiedenen Städten unterwegs bin, nehmen wir mal an, ich fahre jetzt von Dortmund über Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und dann hinterher Wiesbaden und so weiter nach, keine Ahnung, hier München oder so. Ich muss ja alle, was weiß ich, 4 Stunden, 4,5 Stunden, irgendwie so, eine Pause einlegen. Dann kommt hier oben, also ein Event, du bist müde, sollst mal eine Pause machen und die Fahrgäste sagen, können wir mal eine Pause machen, hallo? So, soweit so geil. Blöd ist nur, wenn ich auf einer Strecke bin, wo partout kein Rastplatz mehr kommt. Jetzt kann ich natürlich überlegen, fahre ich irgendwie außen rum und werde dann vielleicht zu spät. Das muss ich aber vorher einplanen können. Das ist ein bisschen doof. Also, liebe Entwickler, da vielleicht eventuell wenigstens pro Autobahn ein Rastplatz irgendwo in der Mitte, damit man auch die Chance hat, je nachdem welche Route man sich zusammenstellt, dann auch Rast zu machen. Im Forum sind die irgendwie darüber hinweggegangen, haben nur gesagt, das wäre aber realistisch, das, ja gut. Aber ich habe ja auf jeder Autobahn irgendwo einen Parkplatz, also dass ich da, ja, ne, ist jetzt nicht das dringendste Problem von Welt, aber da kann man halt auch dran arbeiten und ich denke, das wäre auch ganz nett, wenn da noch kommt. Wie gesagt, da gibt es jetzt momentan andere Baustellen noch, aber das wäre ganz cool. Habe ich den Thermomat gar nicht drin? Nö. Schön, deswegen fahren wir hier auch noch mit knapp 60. Ist ein bisschen blöd, dass man das nicht so genau lesen kann hier, ne? So, da hat man das gesehen. Also ich habe da jetzt so Hotkeys hingelegt, aber das ist natürlich zum Fahren Käse. Fahren wir hier 80 und Tempomal rein. Ja, das sind die Texturen halt nicht so scharf. Irgendwie, das ist halt ein bisschen... Aber wie gesagt, ich habe da jetzt sehr, sehr viel gespielt und habe auch bei anderen Leuten gesehen, die weitaus bessere Grafikkarten berechnet haben als ich, dass das auch nicht so ganz funktioniert hat. So, mal schauen, was sich da noch tut. Also ich bleibe dabei, jetzt mal ein kurzes Fazit. Das Spiel hat Riesenpotenzial, muss allerdings wirklich noch einiges an Feinschliff bekommen. Ja, Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen. halt doch den Rand. In Sachen KI und ja, also da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ansonsten großes Potenzial, denke ich, gerade auch für die Modding-Szene, die da durchaus eine Freude haben wird. Das hat man oben zum Beispiel gesehen. Abfahrt WIP, Work in Progress. Ich glaube, wir sollten ja irgendwann mal nach Kassel gehen, aber hätte man auch feiner lösen können, indem man einfach schon mal Kassel draufschreibt und das Ganze nicht als Abfahrt dann macht. Das ist die Stadt, die da halt hin soll. Es sind halt auch so Kleinigkeiten, die einem dann auch auffallen, ne? Gerade wenn man dann kritisch wird und sagt so, ja, man kann da jetzt sogar abfahren, auch immer, wenn das noch Work in Progress ist. Moment, mal eben gucken, wo sind wir denn hier? Achso, ich kann hier also abfahren. Die Kassel kann es nicht sein, ne? Weiß ich nicht, Saarbrücken oder so wird es sein wahrscheinlich. Ja, nee, Saarbrücken ist da. Hä? Was wollen sie denn hier hinbauen? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas in der Eifel. Koblenz? Könnte das hinkommen? Wo denn? Mal schauen. Nicht so wahnsinnig, dass wir die jetzt wieder wie vorhaben. KI-Verkehr ist ja immer so eine Sache, ne? Ist sowohl beim ETS als auch bei Umsee manchmal schon schwierig, aber gut.
so mein Fazit. Also wie gesagt, großes Potenzial, Modding-Szene, glaube ich auch. Ich hoffe, dass da, wie gesagt, jetzt noch einiges an Patches und Updates dann folgt. Natürlich auch zeitnah. Ansonsten Langzeitmotivation, hier gut. Ist natürlich auch so ein bisschen schwierig. Da kann man vielleicht später mal drüber nachdenken. Weil was macht man im Grunde? Fährt man eigentlich von A nach D über B und C, je nachdem, welche Route man sich zusammenbaut. Und ich habe jetzt natürlich bei weitem noch nicht alles erkundet. Bin auch noch ein bisschen beschäftigt, gar keine Frage. Aber was dann? Dann soll jetzt als DLC demnächst der Plan Skyliner, glaube ich, kommen. Oder Nightliner. Ja, ist ja Nightliner, glaube ich. Ich meine, damit sollten sie sich sowieso erstmal beschäftigen, wenn das Spiel so ist, wie es nicht der Baustelle ist. Und da wollen die vom Temporan runtergehen. Oder? Der Kollege hier. Kollege. Sicherheitsabstand kann man das jetzt aber auch nicht. Aha, das hab ich mir fast gedacht. Ja, Spiegel ist ein bisschen laggy, das habe ich aber bei anderen auch schon gesehen. Das hat also, wie gesagt, jetzt auch nicht so viel zu tun. Ich habe bei einigen Streamern reingeguckt und ich dachte mir, Alter, was stimmt denn mit euch nicht? Warum in 3000 Namen besorgt man sich eine Simulation, wenn man sich null damit auseinandersetzen möchte? So, natürlich kann ich jetzt auch hier rasen wie so ein Bescheuerten. Ich kann die links, rechts überholen, ich kann die Autos wegrammen und keine Ahnung. Ich kann auch dafür sorgen, dass ich hier gerade total den FPS-Einbruch habe. Wow. Natürlich kann ich... Nee, aber... Wo ist denn da der Sinn? Warum beschäftige ich mich mit sowas, wenn ich dann doch eigentlich... Oder warum kaufe ich mir sowas, wenn ich mich dann doch eigentlich gar nicht damit beschäftigen will? Jetzt ist ja gerade die Dia schon gesagt. Das verstehe ich einfach nicht. Warum? Ich meine, natürlich, klar, jeder kann sich da in irgendeiner Form mit beschäftigen, wie er lustig ist. Das ist ja auch gar nicht ein Problem. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich ein besseres GTA, RAM und Rennspiel fahren will, dann brauche ich doch nicht. Ja, das wird langsam besser. Dann brauche ich das doch auch nicht der Öffentlichkeit zeigen. Ich meine, die Leute, die sich einen Simulator holen, werden ja in der Regel auch daran interessiert sein zu simulieren. Ich bin zum Beispiel momentan wieder dabei. Da übe ich echt sehr, sehr hart. Vergeude da echt Wochen für momentan, mich wieder in Folgen 4 einzufinden. BMS, also Benchmark Sims. Oh, bremst du nicht so? Junge! Was stimmt der mit dir nicht? Schön auf 30 runtergebremst, danke auch dafür. Fahrgäste, die gekotzt haben. Man muss ja mal dazu sagen, dass diese Simulation in F16 Falcon von 1998 ist und alleine die Basisversion ein 700 Seiten Handbuch hat. Wenn man sich BMS, das sind private Leute, die dieses Spiel privat weiterentwickelt haben und diese Modifikation kostenlos die entsprechend Anpassungen vorgenommen haben, grafisch wie technisch, wie bei der Avionik, wie bei den Waffensystemen und so weiter, das Ganze nochmal realistischer gemacht haben. Das sind nochmal irgendwie 6, 7, 800 Seiten Handbuch, wenn ich alle 4, 5 Handbücher da zusammennehme. Und da sind die Checklisten noch gar nicht dabei. Ja, das habe ich mir gedacht. Alter, ey. Die ganzen Handhabungen und so weiter, das ist Wahnsinn. Das bedeutet aber auch,
jemanden, der sich damit auseinandersetzen will. Entweder ich fuchse mich da echt durch, lerne die Bedienung, die offenbar sehr, sehr realistische Bedienung eines F-16 Falcon Jets, lerne die Bedienung der Avionik, der Waffensysteme und so weiter und so fort. Oder ich lasse es sein, dann ist das Ding auch gar nicht erst zugänglich für einen. Ne? Zugänglich ist sie. Ich brauche nichts fahren. Und wer, also das sind natürlich so Hardcore-Simulationen. Wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann... das habe ich übrigens gemacht. Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Ja. Das ist mir letztes Mal schon auf der Strecke aufgefallen. Da fehlt noch ein Stück. Das sind dann so Hardcore-Simulationen, wo ich mir denke, wow, alles klar. Ich meine, ein bisschen ohne hinterher. Jetzt kommt noch mal ein Stück, das ist ja zu kurz. Okay, also jetzt ein bisschen im Nachladen gebraucht offensichtlich. Das scheint hier der Flughafen zu sein. Fraport sein hier, ja, ich glaube schon. Okay, vielleicht muss ich da noch was anderes einstellen, damit er schneller nachlädt oder was, keine Ahnung. Ja, zurück zu Folgen 4 und ich werde dann demnächst auch noch ein Video zeigen, aber alleine sich da wieder reinzufuchsen und dann mit dem neuen Update und wie bediene ich die Waffensysteme und so weiter, das ist echt heftig. Macht aber auch Spaß, wenn man natürlich Bock auf sowas hat, ne? So kommen wir nie an. Doch, komm mal, jetzt brauche ich doch mal, ich fasse 60, ey. Okay, mit 80 lang ballern. Das finde ich auch so ein bisschen doof, muss ich zugeben. Also, dass die relativ schnell am Maulen sind mit dem so langsam. So, ja, natürlich steht da 70, 80, aber wenn ich mit dem Bus mit 80 hier in die Kurve baller, dann haut es mich in der Regel in die Leitplanke. Finde ich das eigentlich auch nicht so geil. Scharf sind hier. So, Neigung im Übrigen, falls es dem einen oder anderen aufgefallen sein sollte. Die Neigung kann man auch einstellen. Da haben sich ja auch viele beklagt. So, jetzt ziehe ich hier. Aber so ein Bus neigt sich nun mal. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Wer schon mal in so einem Doppelstockbus gesessen hat zum Beispiel, der wird das auch bestätigen können, dass sich die Dinger schon ein bisschen neigen. So, Darmstadt, ich glaube, ich muss hier gleich auch wieder rechts raus. Fahren nach über Darmstadt. Ja gut, sei es drum. Sagen, wir machen mal hier eine kurze wir machen hier mal eine kurze Unterbrechung, damit die Folge nicht zu lange wird und dann sehen wir uns in Folge 3 gleich wieder.